Hi und willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer und leider kann das die Kamera gerade nicht einfangen, aber hier sitzen mir vollkommen fremde Personen gegenüber an dem Tisch, da ich leider mein Wohnzimmer über Airbnb vermietet habe. Aber auch nur, weil ich die Airbnb-App mit der Tinder-App verwechselt hatte und das hier für 35 cm angeboten habe. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf das Lieferkettengesetz. Und dabei meine ich nicht etwa, dass sich nun Supermärkte an das sogenannte Kühlkettengesetz halten müssen. Es ist für Aldi und Co. total in Ordnung, Fleisch und Fisch weiterhin bei plus 20 Grad auf dem Gang stehen zu lassen und erst am Abend in die Kühlfächer einzuräumen. Denn sind wir mal ehrlich, die Kühlfächer im Supermarkt sind meistens genauso kaputt wie die Eismaschinen bei McDonald's. Und da hilft kein Gesetz gegen, höchstens eine Schachtel Antibiotika gegen die Salmonellen. Aber das Lieferkettengesetz soll vor allem das hier verhindern. Kinderarbeit statt Schulunterricht, Hungerlöhne statt angemessener Bezahlung, obendrein noch die Zerstörung der Umwelt. So sieht das Arbeitsleben für Millionen Menschen in Entwicklungsländern aus, oft im Auftrag von Zulieferern auch deutscher Firmen. Um das künftig zu verhindern, hat sich die Bundesregierung nach zähem Ringen auf ein sogenanntes Lieferkettengesetz geeinigt. Es geht um die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten und damit um menschenwürdige Arbeit. Und zähes Ringen ist noch eine sehr höfliche Umschreibung für über 10 Jahre dilettantisches Herumstochern. Aber fangen wir einmal von vorne an. 2011 verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Diese Leitprinzipien beruhten auf den bereits bestehenden Menschenrechtsverpflichtungen wie der Internationalen Menschenrechtscharta und den ILO-Kernarbeitsnormen. Und wem das jetzt nicht sagt, die ILO ist nicht ein Schweizer Ableger der PLO, sondern die International Labour Organization. Wobei ich nicht ausschließen will, dass beide nicht denselben Fanatismus teilen. Im Fall der ILO geht es jedoch darum, soziale Gerechtigkeit und Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern, auch entlang der Lieferkette, was sich wiederum in den Kernarbeitsnormen widerspiegelte, nach denen unter anderem die Zwangs- und Kinderarbeit abgeschafft werden muss. Und wenn jetzt die ersten Kids jubeln, weil sie demnach nie wieder den Müll rausbringen oder ihre Zimmer aufräumen müssen, sorry, aber das ist leider in einer anderen UN-Charta namens Deine Füße unter meinem Tisch, gleich meine Regeln, verbindlich geklärt worden. Jedenfalls bauen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auf 3 wichtigen Säulen auf. Nämlich die staatliche Pflicht zum Schutz der Menschenrechte, die unternehmerische Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte und der Zugang zu Abhilfe für Betroffene von Menschenrechtsverstößen. Und bei uns hat sich damit, weil es sich ja eindeutig um Arbeit, Soziales und die Wirtschaft dreht, dann zeitnah 2014, was wiederum bei unserer Bundesregierung schon nah an Lichtgeschwindigkeit grenzt, selbstverständlich das Auswärtige Amt gekümmert. In Deutschland genießen die Menschenrechte hohe Achtung. Die Verantwortung dafür soll jetzt wirkungsvoll auf die globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten deutscher Unternehmen ausgeweitet werden. Weltweit. Deutschland erstellt dafür einen Aktionsplan. Darin suchen Vertreter aus allen gesellschaftlichen Gruppen Wege zur Umsetzung dieser Grundsätze. Je globaler die Probleme sind, desto weniger können einzelne Player sie lösen. Und desto mehr müssen Staaten und Unternehmen an einem Strang ziehen. Und für kein Land gilt das mehr als für Deutschland. Das ist schon mal ein super eingängiger Hashtag mit Napp wie Mr. Und es dauerte wieder nur weitere 2 ultra kurze Jahre bis 2016, das ist schon ganz nah an Warp 9,9, bis der Napp wie Mr. beliebteste Hashtag auch noch heute auf Tinder von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Da das Auswärtige Amt mit seinem damaligen Chef Frank-Walter Steinmeier in dieser kurzen Zeitspanne erkannte, dass er mit einem toten Gaul definitiv nicht ins Bundespräsidentenamt reiten kann, wurde es folgerichtig, da es ja um Arbeit, Soziales und Wirtschaft ging, an den Bundesminister abgeschoben, der dafür ideal schien, nämlich den Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, den man wiederum hier sehen kann, wie er den Aktionsplan fangen will, den ihn Frank-Walter Steinmeier mit dessen T-Shirt-Kanone aus 1 Meter rüberschießen will. Nur sah der finale Napp wie Mr., wie ihn selbst engste Freunde
niemals nennen würden, nicht etwa vor, dass die Vorgaben zwingend umgesetzt werden müssten von Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, sondern in ihm stand nur, was die Bundesregierung von deutschen Unternehmen erwarten würde. Und erwartet hatte man nur, dass sich diese eben nicht nur hier vor Ort an die Menschenrechte halten, was wir auch hier schon super schaffen, indem wir zum Beispiel Frauen dasselbe bezahlen wie Männern, sondern vor allem auch am Ende der Lieferkette. Denn wir bezahlen hier bei uns nicht 99 Cent für ein T-Shirt bei Primark, weil das hier im Hinterhof von Praktikanten zusammengetackert wird, sondern das wird zum Beispiel in Bangladesch genäht. Und das geht nur so billig bei uns hier, wenn man sich in Bangladesch eben nicht an so doofe Dinge wie Menschenrechte hält. YOLO würden dazu auch die Näheren rufen, wenn sie nicht trotz Corona zusammengepfercht in überfüllten Räumen arbeiten müssten. Aber die Bundesregierung drohte den Unternehmen schon damals, dass, wenn sich nicht wenigstens 50% der betroffenen Unternehmen bis 2020 an diesen Erwartungen halten würden, man ein Gesetz nachlegen würde. Und ob sich dann wenigstens 50% daran gehalten haben, haben wir, Leute, 3 Jahre später, in 2019 dann doch auch mal kontrolliert. 7.285 Unternehmen sind betroffen. Ja. Und denen haben wir einen Fragebogen geschickt zur Selbstauskunft. Also jetzt nicht allen, aber immerhin 3.325. 464 haben geantwortet, freiwillige Selbsteinschätzung. Und das Ergebnis, 20% sind Erfüller. Also so um die 93. Jedenfalls führte diese desaströse Auswertung dazu, dass zum einen die SPD scheinbar Wind davon bekommen hat und zum anderen nun der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, den man hier sehen kann, wie er ganz genau weiß, dass du da hinten seinen Joghurt aus dem Kühlschrank gegessen hast, sich einklingte bei der ganzen Sache. Und aus dem indifferenten Aktionsplan Napp wie Mrr, auch als Regal bei Ikea erhältlich, wurde nun das Lieferkettengesetz, das eindeutig festlegt, dass Unternehmen sich über die komplette Lieferkette an Dinge wie Menschenrechte halten müssen. Nur hat genau das nun auch jemand aufgeweckt, der in der Nahrungskette weit, weit über den beiden Bundesministern und sogar noch über Angela Merkel, dem Papst und dem Fußballgott Alex Meyer steht. Der dann sogar noch mehr Stunk gegen das Lieferkettengesetz machte, weil das in der Corona-Krise ja total unloll wäre. Und das war natürlich die Lobby. Zunächst hieß das Vorhaben Wertschöpfungskettengesetz. Eine erste, längst überholte Skizze erzürnt die Wirtschaft immer noch, weil darin von Bußgeldern und harten Strafen für Unternehmen die Rede war. Jetzt, in der Corona-Krise, rückt das Lieferkettengesetz immer weiter in den Hintergrund. Wir haben uns als Wirtschaft klar dafür ausgesprochen, keine zusätzlichen Belastungen in dieser sehr schwierigen Corona-bedingten Phase vorzunehmen. Das wäre auch das falsche Signal. Also ein Lieferkettengesetz, was nochmals sehr hohe Hürden bedeuten würde. Natürlich ist die Belastung durch die Corona-Krise gewaltig, auch für die Textilbranche. Keine Frage bei Läden, die monatelang geschlossen sind und deren Mitarbeiter Kurzarbeitergeld bekommen. Etwas, das die Näheren zum Beispiel in Bangladesch nicht bekamen dieser Zeit, da es dort kein Kurzarbeitergeld gab, sondern nur staatlich abgesichertes Verhungern. Und selbst als die Fabriken dort wieder anfingen zu produzieren, ergab sich dann sogar dieses Bild. Primark, C&A oder andere Unternehmen hatten im Corona-Lockdown massiv Bestellungen in Bangladesch storniert. C&A hat die meisten Aufträge jetzt wieder erneuert. Unklar ist aber, zu welchen Bedingungen. Auch die Verschiebung von Aufträgen oder von Zahlungen kann dazu führen, dass Textilarbeiterinnen erst später wieder eingestellt werden. Manche Modeketten zahlen jetzt nur noch 30% weniger für die Waren und das führt natürlich zu zusätzlichem Lohndumping in Bangladesch. Schreit das nicht regelrecht nach einem Lieferkettengesetz? Vor allem ist das nicht nur in Bangladesch so, sondern fast überall, wo wir unsere Hightech-Geräte, unsere Kleidung oder unser Essen herbekommen. Oder unsere Süßigkeiten. Denn damit wir schön zu Ostern lecker Osterhasen aus Schokolade essen und zusehen konnten, wie dann Tonnen davon in den Supermärkten vergammelten, bauen unter anderem dafür Kindersklaven den Kakao in der Elfenbeinküste an. Aber keine Sorge, nicht etwa auf legalen Plantagen, sondern auf illegalen Plantagen. Passt auch besser zum Sklaventum. Und dieser Kakao wird beim Verkauf an diverse Zwischenhändler am Ende
sogar noch zertifiziert, weil selbst Firmen wie Nestle nicht schaffen, das selber zu kontrollieren. Warum auch? Es gibt ja kein Gesetz darüber. Aber um das wenigstens hier bei uns einzudämmen, wurde das Lieferkettengesetz nach nur 10 Jahren dann doch verabschiedet. Nach zähem Ringen haben sich die zuständigen Minister geeinigt. Künftig müssen deutsche Firmen darauf achten, dass ihre Zulieferer Menschenrechte und Umweltstandards garantieren. Wir können nicht Produktionen externalisieren in ferne Länder und dann einfach wegschauen, unter welchen Bedingungen Produktion dort stattfindet. Betroffene können sich dann von Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften vor deutschen Gerichten vertreten lassen. Wenn Unternehmen Verstößen von Zulieferern nicht nachgehen, drohen künftig Bußgelder. Wobei ich bezweifle, dass ein Kindersklave in der Elfenbeinküste es so einfach schafft, trotzdem zum Beispiel deswegen Milka hier bei uns zu verklagen. Das hat die Milka-Kuh auch lange Zeit versucht, aber leider ist sie am Ende an der krebshaltigen lila Farbe gestorben. Aber keine Sorge, sie ist immer noch in unseren Herzen, vor allem weil Milka sie danach klein häckselte und in ihre Schokolade gemacht hat und wir deswegen Herzwürmer bekommen haben. Wenigstens lila Herzwürmer. Das Lieferkettengesetz hat trotzdem 10 Jahre gebraucht seit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von 2011. Und in diesen 10 Jahren sind trotzdem Zehntausende gestorben, weil sich keiner an die UN-Leitprinzipien gehalten hat. Seit 2013, als die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und über 1136 Menschen tötete. Oder jetzt gerade, wo ein Kind von seinen Eltern verkauft wird in die Sklaverei, um nun irgendwo in der Elfenbeinküste Kakao ernten zu müssen. Bis zu seinem Lebensende. Alles nur, weil wir es geil finden, für 69 Cent beim Discounter einen Schokoladen-Osterhasen zu kaufen, den niemand essen wird und der am Ende in der Mülltonne landet. Und natürlich jedes Unternehmen, das sich über gigantische Margen freut, auf Kosten von Kinder- und Sklavenarbeit, Menschenrechtsverletzungen oder einfach nur auf Kosten von Zehntausenden Toten. Und es trotzdem total unlol findet, dass man ihm verbieten will, auf dem Rücken der Ärmsten reich zu werden. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.